Hallo und herzlich willkommen bei... Oh mein Gott, er legt los. Er wollte unbedingt, dass ich den Gruß Kasper mache, sagt er gerade. Von daher, ja, hallo liebe Zuschauer, wir sind hier auf der Messe in Düsseldorf. Donnerstag, mittlerweile Donnerstagmittag, nicht mehr Donnerstagmorgen. Wir sind im Morgengrauen hier angereist. Es läuft noch keine Klimaanlage. Wenn ihr morgen kommt, läuft hier eine Klimaanlage. Im Moment ist es wirklich sehr, sehr heiß hier. Und jetzt würde ich sagen, überlasse ich dem Sven wieder mal die Anmoderation. Sven, komm, mach was für dein Geld. Nö, warte doch mal. Also wir haben hier einen Mercedes-Benz als Triebkopf drunter, die Motorenstärke 170 PS, was hat er? 177 PS. Nee, 170 PS, erzähl Blödsinn. 170 PS, ja, also. Es waren schon wieder zu viele Autos, ich merke es, ja. Geht übrigens ohne Ende, war jetzt im letzten Carver, hatte ich den mal probiert, Ja. also der zieht den weg wie nix. Das ist ohne Ende, der hat wirklich auch Drehmomentverlauf, Laufruhe. Unglaublich, der davor Rumpf. war nicht vergleichbar. Also der hier ist wirklich, die 170 PS fühlen sich an wie weit über 200 PS. Und so, selbst so ein schweres Auto bewegt sich wie nix, fährt sich wie ein PKW, ist sehr leise. Nee, ist wirklich so, ja. Also ist jetzt so, bitte mal Probe fahren, ihr könnt mich ja anschließend auch verurteilen oder egal, was ihr da macht. Übrigens, wir filmen heute am Donnerstag, den 25. August 2022. Eine Besonderheit hier, guck mal, das ist der rote Teppich, den haben sie extra für dich gekauft, oder? Den haben die extra für mich gekauft. Nee, also das war schon vorher. Meine roten Schuhe sind ja eigentlich eher an das Karthago-Rot in dem Schweif da angelehnt. Da kam mal die Idee her und Karthago hat natürlich auf den Messen auch den roten Teppich für unsere Kunden ausgerollt. Krass, was für ein Aufwand jedes Jahr betrieben wird, oder? Für so einen Stand aufzubauen. Ja, und das wird weggeschmissen. Ich meine, gut, okay, den Teppich kann ich ja noch verstehen, aber es gibt so viele Sachen, die dann weggeschmissen werden, wo es einfach nicht lohnt, die abzubauen, einzulagern für die nächste Messe etc. Ne? So, aber gut, das Ganze wird ja dann wahrscheinlich nochmal recycelt. Hier läuft übrigens so ein Messeprogramm gerade ab. Das ist hochinteressant. Fahrzeuge sind modifiziert. Zum Beispiel ist auch die Lichtsteuerung blockiert. Die ist immer auf 100%. Da läuft jetzt gerade so ein Demo. Also hier innen drin ist jetzt gerade die komplette Lichtsteuerung blockiert. Da können wir nichts mehr an- oder ausmachen. Hier läuft jetzt gerade so ein Demo-Modus für die Scheinwerfer vorne. Hier sieht man das LED-Tagfahrlicht. Der Scheinwerfer ist extra für Karthago entwickelt worden. Dann die Blinker hier, die auch im rückwärtigen Bereich auch als Laufblinker ausgearbeitet sind. Und es ist ein kompletter Voll-LED-Scheinwerfer, der ein Licht auf die Straße zaubert, wie man es heutzutage in den hochmodernen PKWs kennt. Ja, eine Besonderheit bei Karthago ist die Übersichtlichkeit. Du kannst Objekte vor dem Fahrzeug sehr früh erkennen. Genau, richtig. Also ich meine, der hat jetzt hier auch das Fahrassistenzsystem mit dem Abstandsregeltempomat. Aber wir haben ja bei dem Karthago, wenn man jetzt hier von vorne so ein bisschen schaut, sieht man, dass das Armaturenbrett nach vorne so abgekippt ist. Das ziehen wir konsequent durch, ob es beim S Plus oder beim C-Tourer ist. Ich sehe hier schon nach 2,77 Meter sehe ich auf die Straße. Ist auf der Autobahn nicht so wichtig, aber beim Rangieren auf dem Campingplatz, Stellplatz oder so ist das schon echt ein ganz wichtiges Gimmick, wo so ein Auto sich fast PKW-ähnlich rangieren lässt. Es fühlt sich an, innen, als ob das ganze Fahrzeug nur aus Innenraum besteht. Also ihr habt wenig Platz verschenkt, dadurch, dass das Ganze sehr weit nach vorne gezogen ist. Wie sind so die Fahrkünste, die man an den Tag legen muss, wenn ich jetzt nur Auto gefahren bin, 30 Jahre lang und steige in so ein Ding ein? Fahrt ihr da schon mal mit? Bietet ihr das an, so die erste Runde mal? Ja, also Fragen das Kunden mal? nee, das haben wir jetzt witzigerweise nicht. Wo das schon mal tatsächlich herkam, wir haben auch tatsächlich die eine oder andere Dame, alleinreisende Dame, die auf uns zugekommen ist und hat gesagt, ich will mir jetzt ein Wohnmobil kaufen, aber ich traue mich jetzt irgendwie nicht, alleine loszufahren mit so einem Reisemobil. Jetzt sage ich, da fahre ich dann gerne mit. Nein, Quatsch. Da bieten wir dann in Zusammenarbeit mit dem ADAC und mit einer Fahrschule bei uns ganz in der Nähe, bieten wir Fahrsicherheitstrainings an, wo man dann im Grunde genommen die Damen können das, perfekt. Aber diese Angst muss halt einfach genommen werden, wenn dann erstmalig so ein Reisemobil angeschafft wird. Ich glaube, die Angst gibt es bei den Männern auch, aber die sagen nichts. 233.000 €, da hätte ich schon mal Angst, vom Hof zu fahren und den nächsten Poller zu erwischen. Aber du sagst, das ist eine reine Übungssache, fährt sich nach kurzer Zeit wie nichts. Die Breite kommt da sehr entgegen. Das Fahrzeug ist nur 1,94 Meter breit. Was? 2,27 Meter ist der breit? Man hat eine Höhe von 3,10 Meter. Ja, 3,10 Meter müsste der jetzt haben, der ist auf dem Daimler drauf. Ja, 3,10 Meter und die 2,27, das ist schon... Ich meinte innen. Innen drin habe ich eine Breite von ungefähr 2,30 Meter.
1,15 m, das kann man in etwa gut ausrechnen, weil wir haben 38 mm dicke Wände und dann kommt innen drin noch der Wandbezug etc. Also so an 2,18 kommen wir Innenbreite. Das ist schon, ich sag mal, mehr wie die meisten Wettbewerber haben. Und wir messen Alu-Alu, also unsere 227 sind Alu-Außenhaut zu beiden Seiten halt gemessen. Wechselrichter ist mit drin. Die Dämmung, ihr verwendet hochwertige Dämmmaterialien. Drüben war einer mal aufgeschnitten im Kastenwagen, da kann man sehr schön sehen. Ja. Es wird viel Aufwand auf Dämmung betrieben. Ja. Gaspreise steigen, das ist aber nicht der Grund, sondern du führst ja Flaschen mit, allein die Dämmung, du müsstest viel mehr heizen, viel mehr Gasverbrauch. Man hat ja immer nur 2 Flaschen dabei. Wie lange hält so eine Flasche im Winter, wenn es mal so minus 10 Grad? Die Frage hatte ich ja schon mal in einem deiner Videos beantwortet. Da waren ja wieder Leute dabei, die es dann super schlau wussten. Also wenn ich im Wintersport unterwegs bin und ich habe draußen irgendwo minus 10 Grad, ist bei einer Fahrzeuggröße wie dieses Fahrzeug hier, ist so eine 11 Kilo Gasflasche. Wenn ich das Auto innen drin mit 20 Grad befeuere, ist so eine Gasflasche in 3 Tagen leer. Das ist einfach. 3 Tagen, also 2 Flaschen, 6 Tage. Jetzt habt ihr Duo-Control-Serie hier drin? Ja, im Sommer, im Sommer fahre ich mit so einer Flasche aber auch 5, 6, 7 Monate, 5 Monate durch die Gegend, bevor so eine Flasche leer ist. Da läuft bestenfalls der Kühlschrank drauf, ab und zu mal der Kocher und fürs warme Wasser machen. Das mache ich ja nur zum Duschen, dann komme ich ewig mit so einer Gasflasche hin. Ja, Alkotiefrahmen, Doppelachser, fährt sich butterweich, fast wie ein Reisebus, der Doppelachser. Ne? Wie auf Schienen fährt er sich. Ja. Also Länge läuft, das trifft jetzt insbesondere hier auf die Achsanordnung an. Viele sagen, ja, Wendekreis viel höher. Ja, der ist etwas größer, aber das ist nicht so exorbitant viel mehr, dass ich auf einmal ein Auto habe, wo ich unflexibel mit bin. Das Auto fährt sich mit den 3 Achsen einfach so sensationell gut. Der halbe Meter Wendekreis, den das Auto dann mehr aufweist, ist nicht der Rede wert. Mach mal Licht an bitte, denn ihr habt überall aktiv beleuchtete Stauräume. Das Besondere hier wirklich viel Platz, um möglichst viel mitzunehmen. Wobei wir schon beim Thema Zuladung sind. Das ist ja das Allumfassliche. Viele haben Angst, überhaupt was mitzunehmen, weil das Thema Zuladung sie erschlägt. Die können kaum noch schlafen. Du empfiehlst die freundliche Waage des netten Baustoffhändlers um die Ecke? Ja, genau. Die kann man empfehlen, aber muss jetzt nicht unbedingt bei dem Fahrzeug hier. Das Fahrzeug hier hat jetzt wirklich noch reichlich Zuladung. Interessanter ist, so wird natürlich in der 3,5 Tonnen Klasse, da muss man ja wirklich mit jedem Kilogramm rechnen, was man ins Auto hineinträgt. Das liegt an der Natur. Aber jetzt hier habe ich einen Dreiachser, das Auto hat 5,5 Tonnen. Hier habe ich gut und gerne eine Zuladung von 750 Kilo. Trotz der guten Ausstattung? Trotz der guten Ausstattung. Da muss ich jetzt nicht unbedingt alles auf die Goldware legen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist, glaube ich, wichtig, gerade dann, wenn ich meinen Roller mitnehme oder du hast ja gesagt, eine Harley würde gehen. 450 Kilo ist die Bodenbelastbarkeit, aber auch da Achslasten schauen ist natürlich bei der Doppelachse wiederum ein Traum. Alles nicht so... Ja, in der Theorie geht die Harley, sage ich jetzt mal. Ja. Aber jetzt muss man natürlich sagen, wenn ich hier wirklich jetzt diese 450 Kilo hier hinten ins Heck reinlade, das kann das Auto, entlaste ich natürlich. Das Auto ist nochmal konstruktiv, ein frontgetriebenes Fahrzeug. Die Vorderachse. Entlaste ich natürlich die Vorderachse. Ist doch cool, ist leichter dann zu lenken. Ja, genau. Dann hast du eine XXL-Servolenkung. Problem ist dann halt einfach, wenn ich dann irgendwo an einer Steigung stehe und jetzt hat es womöglich noch geregnet, ich muss das Auto anziehen und fahre auf eine nasse Wiese, habe ich natürlich vorne dann eine sehr bescheidene Traktion. Also ich würde so ein heckgetriebenes Fahrzeug mit der Heckgarage niemals voll auslasten. Es kann es, ja, aber dann weiß man eben auch, auf was man zu achten hat. Wenn ich jetzt diese 450 Kilo immer voll ausladen möchte, weil ich jetzt eine Harley, bleiben wir mal bei der Harley, mitnehmen möchte, dann ist einfach der Iveco und dafür ist er da. Der hat eine absolute Daseinsberechtigung, dann ist der Iveco erste Wahl und da kommt mir natürlich das Gewicht auf der Hinterachse zugegen, weil der hat hinten eine Zuladung, also auch achstechnisch, da gibt es ja fast keine Grenze. Würdest du die Tür noch mal leicht schließen? Denn da vorne steht Airfit drauf. Genau. Kann ich da mit dem iPhone öffnen? Nee, kannst du nicht mit dem iPhone öffnen. Diese Türe kannst du mit einem RFID-Chip kannst du die öffnen. Das Schöne ist, den hältst du nur da dran und dann schließt die Türe sich auf. Und ich muss nicht diesen ganzen Schlüsselbund mitnehmen. Ist, sage ich mal, ganz praktisch, wenn du zum Skifahren gehst oder gehst an den Strand. Der kann auch ruhig mal nass werden oder so. Da kann man auch mehrere von anlernen. Das können wir bei uns im Service machen. Da haben wir auch Rohlinge zu. Und die Türe hat eben diese Servoschließung. Das heißt also, wenn ich hier dran ziehe,
dann entriegelt die Türe und Leise, ne? Ja, ganz leise und ich brauche hier nur bei einem gewissen Punkt zu kommen und dann fährt die eigentlich wie von Geisterhand auf. Nochmal bitte. Das wird oben durch den Dämpfer aber unterstützt. Das hat jetzt nichts mit Elektrik zu tun. Also jetzt habe ich habe es schon fast zu fest dazu gemacht. Ja? Und jetzt brauche ich die nur so ein bisschen anzuziehen und dann läuft die von ganz alleine. Ganz, ganz praktisch finde ich an der Türe. Hier gibt es nochmal so einen kleinen Tastschalter. Und wenn ich da drauf drücke, entriegel ich die Türe. Das ist das Gleiche, als wenn ich hier oben dran ziehe. Und wenn ich jetzt innen drin stehen würde und hätte beispielsweise ein Tablett mit Gläsern oder so, muss ich nur mit dem Ellenbogen gegenliegend leichten Taster und dann geht die Türe wie von Geisterhand auf. Also das machen wir jetzt mal. Sehr praktisch. Wir gehen mal rein. Ich gehe mal vor, denn das habe ich noch nie gesehen. Ein nettes Detail. Du fragst mich ja immer, was ist 2022 neu? Ach, die zieht sich wie beim VW-Bus zu. Ja, du sagst VW-Bus, ich hätte gesagt, wie in der Mercedes S-Klasse. Soft Close. Soft Close, genau. So, jetzt habe ich hier das Tablett in der Hand, ja. Und jetzt Ellbogen. Nö. Doch, und guck. Und jetzt gehe ich mit meinem Tablett raus. Frühstück ist fertig. Geil. Ne? Nochmal, kannst du noch einmal? Jetzt muss das Tablett aber hinten rausschmeißen. Ist eigentlich das Soft Close, ist das Schließen jetzt schwieriger durch den Dämpfer, oder? Nee, gar nicht. Nee, um Gottes Willen, hier, kleiner Finger, guck. Ja. Zack, die geht also wirklich ganz leicht. Und jetzt... So, jetzt nochmal Tablett. Jetzt noch Tablett, also hier Kaffee, Kuchen, ja. Ja. So, und dann Ellenbogen. Aber das ist in der Praxis, die Leute lachen jetzt. Das ist in der Praxis ein Problem, wenn du so ein Tablett hast mit Kaffee und Kuchen. Also den Knopf hätten wir auch weglassen können, hätte auch jeder die Tür toll gefunden, aber wir haben den extra hingemacht und haben Gedanken dazu gemacht. Kommt noch besser. Das Fliegengitter ist servogesteuert, das heißt, nee, das Fliegengitter, die Fliegen sind servogesteuert mittlerweile. Die haben auch aufgerüstet. Nee, Fliegengitter ist ganz normal. Manuell, okay. Fliegengitter halt, ne, ist auch dementsprechend fest. Kann die Brieftaube Sag mal, Leute sagen immer so, Handwerker, da wo Motoren sind, geht alles kaputt. Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Servo-Schließen? Damit haben wir noch bis jetzt gar keine Probleme. Nee, also die Tür gibt es jetzt jetzt im zweiten Modelljahr. Hatten wir bis jetzt noch keine Probleme mit. Nee. Setz dich mal bitte auf den Chauffeur. Auf wen? Auf den Fahrersitz. Das war jetzt luxemburgisch. Wie hast du das genannt? Der Chauffeur ist der Chauffeur. Ach so. Und den Platz vom Chauffeur ist dann der Fahrersitz. Ich tue nur mal mein Handy hier rein, damit ich das nachher nicht hier drin vergesse. Ja. So, jetzt, wenn man das Ganze sieht, das erinnert einen schon schwer an ein hochwertiges SUV-Modell, so würde ich es mal nennen. Also es ist gar kein Lieferwagen mehr. Mercedes hat zugehört, Fiat musste nachziehen, sie mussten es schöner machen. Kann man aber nachvollziehen. Also wenn irgendwie die Hälfte der Fahrzeuge beledert wird, nochmal nachgerüstet wird mit Leder, da haben die sich was überlegt und haben es ein bisschen schicker gemacht. Findest du es, du bist ja totaler Mercedes-Fan, hast mal bei Mercedes gearbeitet, ist das standesgemäß, der Sprinter, die Ausstattung und wie das Ganze aussieht? Ja, also absolut. Also als wir vor 2 Jahren den Mercedes Sprinter VS30 bekommen haben, da war ich eigentlich gleich zu Hause. Ja. Man kennt die ganzen Funktionen hier, die hier sind. Die sind einem geläufig. Multifunktionslenkrad, MBUX im Fahrzeug verbaut. Auch der Schalthebel, der sitzt hier an der richtigen Stelle. Dadurch habe ich hier wieder mehr Luft, um praktische Dosenhalter und so unterzubringen. Distronic habt ihr direkt ja, Spurhalter. Ist das Serie Distronic? Nein, ist nicht serienmäßig. Die Fahrassistenzsysteme sind eine Zusatzoption, genau wie das 10,2 Zoll MBUX. Das ist Zusatzoption. Ich habe aber, ich glaube, erst ein einziges Fahrzeug verkauft, wo jemand gesagt hat, ich will keine Fahrassistenzsysteme. Also die sind eigentlich, das sind so die USPs, die der Mercedes bis jetzt hatte, wo die Leute gesagt haben, das ist der Grund, wofür ich den Mercedes kaufe und eben auch die Laufruhe. Ne? Aber der Fiat hat wirklich auch, hast du ja eben auch schon mal gesagt, im Fiat 8 extremst viel gemacht. Also die Lücke ist deutlich enger geworden. Das muss man sagen. Ihr habt viele Fahrzeuge hier auf der Messe ohne Hubbett ausgestattet. Der Fall Hubbett kostet du hast gesagt, um die 2.000 Euro plus minus. Ja, ein bisschen über 2.000 Euro. Ich mache das nur mal zu, sonst kommen nachher wieder Bemerkungen. Aber, was sind das für Spaltmaße? Aber das Ganze ist einem, ich sag mal, wirklich hochwertigem Schiffsbau angelehnt. Das heißt, wenn du hier drauf schaust, fängt an mit diesen analogen Zeigerinstrumenten. Also was haben wir denn? Haben wir Sonnig? Guck mal gerade. Change. Ich guck mal, ich habe keine Brille an. Ich weiß gar nicht, ob ich das sehen kann. Sonnig? Nee, Tiefdruck. Also es steht nach rechts, es steht auf 3 Uhr. Ich kann dir nicht sagen, was da steht. Gut, alles klar. Das verlangen die Leute immer noch, oder?
Ich weiß nicht, ob sie es verlangen. Also stellenweise sehe ich schon mal so Bemerkungen, wo die Leute sagen, das muss nicht unbedingt sein. Ich sage mal, im heutigen Zeitalter, jeder hat ein Smartphone mit irgendwelchen Apps drin, die das alles auch können, ich finde es schick, was die Uhr hier dementsprechend kann. Ich finde es auch schick, aber liegt vielleicht an unserer Generation. Und dann guckt jetzt mein Sohn beispielsweise das Video mit Anfang, Mitte 20, der sagt dann, oh, nee, ist ja nicht mehr zeitgemäß. Keine Ahnung. Ich finde, in so einem Auto darf das sein. Wie du schon sagst, Yachtbau, das sieht einfach edel aus. Ja, Christian sagt, wir sollen unbedingt mal den Fernseher mal runter machen, dass wir mal zeigen, das ist ein 40 Zoll, da hat man im Kopf so ein bisschen nach unten genickt. Und das werden wir jetzt mal tun. Der Fernseher geht runter, wie von Geisterhand, 40 Zoll. Kommt jetzt noch was Größeres als 40 Zoll? Nee, also was Größeres wie 40 Zoll wird nicht kommen, ja. Also ich denke mal, das reicht auch absolut, weil ich sitze ja hier keine 3 Meter, 4 Meter weg, bin unmittelbar in der Nähe vom Fernsehgerät. Die 40 Zoll sind schon satt. Eine ganz blöde Frage. Kam jemals mal jemand auf die Idee, der gesagt hat, hier die Bank will ich gar nicht haben, ich hätte die gerne weg? Wir haben die tatsächlich schon mal für einen Kunden weggebaut. Ne? Ja, es muss einem natürlich klar sein, dass dann darunter das Staufach auch dementsprechend wegfällt, weil der hier tatsächlich lieber seinen Hund positionieren wollte, wo er den auch während der Fahrt anständig absichern konnte. Wir zeigen jetzt mal was ganz Tolles. Fahr den Fernseher bitte nochmal raus, dass wir das sehen, denn Carthago hat an etwas gedacht, was ich bei Morelo bei der Bar-Version irgendwie immer wieder hin und her machen musste. Denn bin ich gespannt, was kommt. Erzähl weiter. Ich glaube, du kannst diese Lehne hier, also unten das Sitzpolster, kannst du ausziehen. Ach, das war's. Okay, ja. Okay. Ich dachte, du sagst jetzt, du kannst den Fernseher rausziehen, weil ich dir das eben mal gezeigt habe. Nee, das geht bei dem nicht. Das geht bei den elektrischen Auszügen nämlich nicht. Das geht nur beim manuellen. Das kannst du rausziehen. Das hat eine Funktion, lange Beine, ja, aber wenn ich da mal reinkuschelst, bitte hier in die Ecke, mach mal. Ja, dann muss ich ja wieder rüber. Ja, mach mal rüber. Also machst du da zurück. Was der Tisch hätten wir noch vorher. Ich muss ja nicht so, Tisch modifiziert. So, das geht da vorne hin. So, jetzt kannst du dich da reinlümmeln, kannst es rausziehen und jetzt kommt's. Die Indoor-Schuhe schnell drauf. Du kannst deine Beine komplett hier ablegen. Du hast eine durchgehende Liegefläche zum Lümmeln. Und das ist unbezahlbar, finde ich, oder? Ja, also Lümmeln ist unbezahlbar. Ich finde, man hat jetzt hier wirklich eine richtig schöne, gemütliche Fernsehlounge. Da vorne auf dem Fahrersitz kann man dann genauso schön noch die Armlehnen runter machen, Füße da drauf und dann hat man echt ein super gemütliches Fernsehzimmer. Hier noch ein bisschen Knabberzeugs hin und was zu trinken. Ist das Kissenpaket dabei eigentlich? Nee, das ist nicht mit dabei. Da gibt es so eine Option, die bei den Ausstellungsfahrzeugen, die wir bei uns stehen haben, immer mit angewählt ist. Und wenn ein Kunde jetzt hier ein Bestellfahrzeug hat und der will das nicht, dann braucht er das nicht mitnehmen. Der i61 XLLE auf Mercedes, ist das ein Hotseller für dich? Für mich ja, genauso wie der 64er. Ich finde einfach diese XL-Grundrisse sensationell toll, eben durch dieses Raumbad und auch genau diese Kombination, wie er jetzt hier gerade steht mit dem Skydream. Ich finde, das Auto hat einen richtig edlen Charakter, so ein richtiges Lounge-Gefühl hat man hier drin. Auch diese Raumhöhe mit 2,11 Meter Stehhöhe gibt dem Fahrzeug einfach ein unglaubliches und einzigartiges Flair. Ja, hier oben hast du deine Halter für die Gläser. Wer jetzt noch lacht und sagt, das ist ja antik, diese Gläser müssen ja irgendwo aufbewahrt werden. Besser geht's kaum. Die klappern nicht. Da gibt es keine App für übrigens. Ne? Also irgendwo müssen sie hin. Und ich finde diese Ecke, wo die jetzt hier untergebracht sind, auch nochmal so als optischen Raumteiler, nimmt hier diese Vertikalwelle die Funktion als Raumteiler eben sehr schön auf und hat auch nochmal sinnvoll ein paar Sachen mit untergebracht. Ne? Die Küche nicht zu groß, nicht zu klein. Viele kochen gar nicht und sagen, die könnte noch kleiner sein. Ja. Machst du sie kleiner, kommt der Kunde, der sagt, wir kochen gerne, wir brauchen aber diesen, das und jenes. Und hast du sie zu groß, kommt der Kunde. Es muss immer, ich sag mal, ein guter Kompromiss sein. Und ich sag mal, in den Ausstattungsoptionen jetzt eine kleine und eine große Küche, das ist irgendwo nicht mehr realisierbar, weil die Fahrzeuge müssen, Achtung, ich sage es, die müssen ja auch bezahlbar bleiben. Und je individueller die gemacht werden können, desto teurer. Ja. Je teurer werden die logischerweise. Ne? Großer Tech Tower. Ja, der hat jetzt den Tech Tower drin. Ne? Das heißt also Kühl-, Gefrier-, Backofen-Kombination. Da gibt es aber auch optional, so wie wir es eben in dem einen Fahrzeug gesehen haben, Endfall des Tech Towers. Das heißt, das hört dann hier auf. Dann habe ich hier nochmal ein weiteres Staufach. Und dann kommt hier, oder kann ich dann hierfür optional einen Backofen bestellen, der in der Küchenzeile mit integriert ist. Okay, klasse. Sag mal, wie haben die es geschafft, dass alle Lampen auf einmal leuchten?
Ist das Messemodus? Nee, leuchten die? Bist du sicher? Also da ist ein Aufkleber drauf. Der Aufkleber drauf. Wir drücken mal hier. Drücken können wir. Ich will den haben. Du willst den haben? Ah nee, Quatsch, kein Aufkleber, das ist ein neu. Also der bei mir hat ja so ein Display mit drin, das ist hier nicht. Das sind nicht Lampen. Nee. Da ist eine LED-Beleuchtung hinter und dann wird das unter oder beziehungsweise hinterleuchtet, was gerade aktiv ist. Also es scheint der 22er Kühlschrank zu sein, der neue. Möglich, ja, gehe schon aus. Denn meiner hat noch ein Display. Andreas, ich zeig's mal gerade. Jedes Bad ist ein bisschen anders. Hier die Raumaufteilung jetzt diesmal auf der Fahrerseite. Ist ganz offen, gefällt mir richtig gut. Also du hast unglaublich viel Platz hier im Bad. Ja, also ich finde, das ist ein richtiges Waschbecken, das hat eine vernünftige Breite und Tiefe. Dementsprechend, hier kann man sich auch mal das Gesicht waschen und die Zähne putzen, ohne dass die Zahnpasta rechts und links daneben fliegt. Ich habe vernünftige Schubladen hier nochmal drunter und ich habe hier auch nochmal die Möglichkeit, jetzt in den Schlafbereich hinein auch nochmal zu separieren über diese beiden sorry, jetzt war ich schon fast wie die Messebesucher, wo wir eben von gesprochen haben, die dann eine Fehlbedienung haben. Das ist nämlich noch eine Sicherung. Und da dürfte dann jetzt auch ein Spiegel montiert sein. Ja, ist auch der Fall. So, auch die akustische Entkopplung von der Tür ist gut. Machen wir bitte zu. Ganz zu? Ja, ganz zu. Und dann unterhalten wir uns mal jetzt in der... einfach mal weiter, sag mal was. Die Türe zu. Jetzt hörst du mich ehrlich gesagt fast Mach mal auf. nicht mehr. Und wenn ich jetzt wieder aufmache, dann hörst du mich wieder und ich spreche in der gleichen Lautstärke weiter. Ist gut. Echt gut. Ja, so. Also dafür, dass ja alles leicht ist auch relativ schwer. Wenn man die fährt, die Türe, dann ist da muss ein Dämmstoff drin sein. Ich habe noch nie bei uns in der Schreinerei gesehen, dass die mal irgendwie gecuttet haben oder so. Ich würde mal gerne da reingucken, womit die gefüllt ist. Ich habe eine Flex. Können wir gleich mal Wir holen. machen das jetzt mal. Wo ein Brotmesser, dann schneiden wir die auf. So. Sind die Leute vorsichtig, wenn die das bedienen? Weil das Fahrzeug ist ja nicht gebaut, um 365 Tage darin zu wohnen. Trotzdem tun das Leute regelwidrig. Also wir haben Kunden, die leben also 6, 7 Monate, aber mal ganz locker in ihrem Das geht. Da haben wir ganz viele sogar. Weil es ist ja nichts dafür gebaut, um tagtäglich 365 Tage benutzt zu werden. Aber es kann mal ein Hähnchen kann mal kaputt gehen, oder? Ja, es kann immer mal irgendetwas kaputt gehen. Nichts ist für die Ewigkeit gebaut, auch ein Karthago nicht. Aber wir haben wirklich Leute, die also ein halbes bis dreiviertel Jahr in ihrem Karthago leben. Und wir haben auch sogar welche, die leben komplett drin. Die haben Haus und Hof verkauft und leben im Reisemobil. Wäre jetzt nicht so ganz mein Ding, obwohl ich viel lieber im Reisemobil bin wie zu Hause. Aber ich brauche schon so einen festen Anlaufpunkt. Ne? So, und die Dusche, wir haben es eben schon gezeigt, die ist irre hoch. Da können also selbst 2 Meter Leute drin duschen, weil du... 1,82, 108 Kilo, ja, passt, geht. Und wenn ich jetzt hier die Türe nochmal öffne, man sieht, hier ist nochmal so viel Luft dahinter, wird die also nochmal... Dank der Regendusche, das ist, glaube ich, eine tolle Erfindung, oder? Regendusche, Handbrause für die langen Haare dementsprechend und der Holzboden, der ist kein Holz, ist eine witterungsbeständige Platte, die kann rausgenommen werden, kann drin gelassen werden, Entschuldigung, andersrum, beim Duschen, die muss ich nicht rausnehmen, ja. Bin mal sehr gespannt, wenn wir uns diese Videos in 15 Jahren anschauen werden und dann sagen wir, um Gottes Willen, was hatten die damals für ein Dekor? Also eins kann ich euch versichern, im Jahr 2022 war das totschick hier, was wir gerade sehen. Ne? Ja, gut, okay, wer weiß, ob wir zwei in 15 Jahren dann unbedingt Lust haben, uns unsere Videos noch anzugucken. Das sollen andere machen. Dann gucken wir uns andere an. Guck mal hier, Kleiderschrank. Ja, Entschuldigung, gerne. Noch dabei. Tatsächlich vergessen. Komm, wenn wir schon dabei sind. Kleiderschrank, also auch eine vernünftige Breite, ne, hier. Ne? Ja, geh mal rein bitte. Also ich könnte, ja, so ganz rein geht jetzt nicht. Da unten haben wir nämlich noch mal eine Revisionsklappe, wo ich Achso, willst du durchbrechen? Ja, genau, die ist relativ dünn. Und da sind nochmal Bypassventile für die Fußbodenheizung im Badezimmer sowie auch die Bettheizung. Aber er ist da, der Kleiderschrank. Das ist, glaube ich, wichtig. Der ist riesig, der ist wirklich riesig jetzt. Ne? Dann drüben haben wir schon gezeigt, die anderen Kleiderschränke. Da ist die Revisionsklappe, da kommst du ans Wasser ran. Da komme ich nochmal an die Leitungen halt dementsprechend dran. Das ist uns relativ wichtig, dass ich also auch wirklich an die Technik komme, die unter den Klappen ist. Das ist auch für unseren Service sehr wichtig. Ich habe ja auch Revisionsklappen. Du siehst, da ist beispielsweise, da ist kein Griff oder so dran gebaut. Das ist jetzt nicht dafür, wie hier, dafür gedacht, dass man da jeden Tag drankommt. Das ist, wenn da mal was drunter kaputt geht an der Technik, dann komme ich hier eben dann doch dran und kann kontrollieren, sind die Leitungen dicht dementsprechend. Da kommst du bei anderen Reisemobilherstellern im Leben nicht mehr dran. Und wenn da ein Tank undicht ist oder kaputt ist, dann baust du den Krempel aus und ziehst ihn nach hinten raus, in die Heckgarage. Da bist du eine ganze Woche im Service. Habe ich schon Fotos gesehen. Das zahlt irgendwer ja nach der Garantie nicht mehr. Aber es passiert ja nie, habe ich gehört.
habe ich jetzt anderes gehört. Gut. Hier vorne ist eine Klappe. Ja, hier ist dann eine Revisionsklappe, kann ich einen Tank reinigen oder so. Ja, hier in dem Fall ist der Abwassertank untergebracht. Also da, wo man wirklich... Kann ja seine Tanksonne geht mal kaputt, oder? Beispielsweise, hier sitzt ja da oben drauf, die Tanksonne, komme ich dran ohne Probleme. Und überall, wo ich dran muss, für den Kunden als, ich sag mal, Sache, die ich vielleicht wöchentlich mache, haben wir nochmal einen Griff dran. Und da, wo für uns der Service dran muss, für Kontrolle zu machen, bei der Inspektion oder Reparaturen durchzuführen, haben wir diese ohne Griff halt. Andreas Marein, du hättest mir fast vorenthalten. Du hast gesagt, nein, den Chick E-Line i61 XLLE, den müssen wir nicht machen. Das ist nur was für Leute, die viel Geld haben. Du hast kein Geld. Und nee, Spaß. Also das hier ist ein extrem gefragtes Modell. Also das ist Doppelachser, Mercedes-Benz, die Länge, Längsbetten hinten. Ich glaube, das ist der Traum eines jeden Deutschen. Hast du denn Leute, die sagen, ey, ihr seid vollkommen bescheuert, so viel Geld für so ein Ding, ich kaufe mir lieber Gibt's viele. Was weiß ich, einen kleineren? Nee, also das habe ich jetzt weniger, aber es gibt ja Leute, die können mit dem Reisemobil gar nichts anfangen. Die gibt es ja tatsächlich immer noch. Achso, die sehen dann die Preise und die sehen dann die Preise und für die ist das völlig aus der Welt. Aber mal ganz ehrlich, billiger oder günstiger, so muss man sagen, günstiger kann man doch keinen Urlaub machen, als wie mit dem Reisemobil. Ja, weil der Wertverfall ist ja gerade mal so gut wie gar nicht da. Ich habe eben erzählt, ich habe einen 19er C-Line diese Woche verkauft für 126.000 Euro. Der hat damals mal 135, 138 neu gekostet, 2019. Das ist ein Wertverlust, der ist ja eigentlich fast gar nicht nennenswert. Aber Leute schreiben, ja, für das Geld könnte ich ja die nächsten 20 Jahre lang in jedes Luxushotel der Welt gehen. Genau. Stimmt eigentlich. Wenn ich es auf null aufbrauche. Aber nach 20 Jahren hat der noch einen Wert von 50, 60, 70.000 Euro, wo das Geld in dem Luxushotel ist weg. Ja, also man muss... Ach, das ist eine andere Reiseform, man kann es nicht vergleichen. Ja, ich wollte sagen, hier, da gibt es schon wieder. Ich kann das viele Hundebesitzer, glaube ich, die haben ein Problem mit den Hunden in Hotels. Ja, auch. Aber nochmal, jeder soll den Urlaub machen, so wie er mag. Ich glaube daran, dass die Art und Weise des Urlaubs mit dem Reisemobil wirklich viele Menschen auch in der Zukunft weiterhin begeistern wird. Die geburtenstarken Jahrgänge kommen auf uns zu. Nach wie vor noch bis 2030 sind die in der Bevölkerungsgruppe eine wachsende Bevölkerungsgruppe halt. Und das wird in unserem Fall auch immer wieder so sein, dass das Kunden sind, die sich für das Reisemobil interessieren und sich dafür begeistern. Es gibt so einen schönen Platz in Italien, wo mein Hund sich das Bein gebrochen hat, Borghetto. Da haben wir beide uns ja nicht kennengelernt, aber da haben wir mal zusammen tatsächlich ein paar Tage gestanden. Ja. Darf man mit so einem Auto auf den Platz fahren? In Borghetto? Ja. Ja, klar, beim Renzo heißt er, glaube ich, mit vorne, habe ich richtig im Kopf. Ja, ja, natürlich. Geht. Also mit den Concords und Morelos geht. Da stehen auch noch ganz andere Kaliber. Der Renzo hat viele so große Fahrzeuge stehen. Das ist da ist ja auch Platz ohne Ende, ne? Muss man wirklich sagen. Nicht nur schick, sondern auch schick vom Prestige her. Was ja vielen Leuten auch wichtig ist, dass sie sagen, hey, ein bisschen nicht ganz so breit, nicht ganz so hoch, trotzdem schnittig, geländegängig und geländegängig ist gut, so weiter. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind beim Marein Caravaning für euch auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Der Donnerstag hat es in sich, denn hier drin in der Halle haben wir gut und gerne 32 Grad. Und eine Luftfeuchtigkeit, die ist wirklich der Knaller. Aber morgen ist die Klimaanlage an, versprochen. Denn alle Türen und Tore sind offen und deswegen haben die Klimaanlage nicht. Aber es ist wirklich irre heiß hier drin. Wir leiden sehr. Und ich danke dir recht herzlich. Rote Schuhe ist das Erkennungsmerkmal von Marein. Und wenn ihr wollt, kommt doch zu uns auf den Caravan-Salon in Düsseldorf. Vielleicht seht ihr mich drehen. Wen ihr auf jeden Fall seht, ist den armen Andreas, der dann in klimatisierten Räumen dann die Reisemobile feilbietet. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.